Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des CDT TV. Was ihr gerade gesehen habt, war unser Start, wo Original-Dominosteine aus dem Jahre 1988 verbaut worden sind. Das ist leider auch schon die letzte Ausgabe vor dem Falldown des CDT TV. Allerdings wird es noch nach dem Falldown ein weiteres Video geben, das circa eine Woche nach dem eigentlichen Falldown-Video online kommen wird. Wie schon erwähnt, der Falldown findet diesen Freitag statt und das Video wird voraussichtlich am Sonntag online kommen. Und jetzt gehen wir hinunter zu Samuel, der einen Bauer zu einem Interview bei sich hat. Ich habe jetzt hier Sascha bei mir, Domino-Fan 0803 auf YouTube. Sascha, wir sitzen hier neben deinem persönlichen Lieblingsfeld. Du hast zwar selber gar nicht an dem Feld gebaut, aber was hattest du mit dem Feld zu tun und warum ist es dein Lieblingsfeld? Ich habe das Feld geplant, als es hieß, dass wir die Entwicklung des Zuges bauen und habe dabei an ein Graffiti in meiner Heimatstadt gedacht. Und ja, hat sehr lange gedauert, weil das Feld auch 10.000 Steine hat, aber wie man sieht, es ist jetzt komplett hinter uns und steht. Und es hat alles funktioniert beim Bau? Hast du es mitgekriegt? Bist du zufrieden, wie es gebaut wurde? Ja, der Bau ist gut verlaufen, es gab keine Fails. Bin sehr zufrieden. Und woran baust du denn selber? Du hast hier ja nicht mitgebaut. Woran hast du bisher gebaut oder woran baust du gerade? Ich baue im Moment am Endfeld. Und was ist denn an dem Feld besonders? Es ist ja nicht einfach so ein rechteckiges Feld. Nein, das Feld geht hier nach rechts, geht es natürlich nach unten und das heißt, wir haben auch ein bisschen dreidimensionales im Feld drin. Das Feld wird im Fallen dann aber breiter und die zusätzlichen Linien werden dann immer noch mit angestoßen beim Fallen. Ja, das ist so einkalkuliert und auch schon so aufgebaut, ja. Du hast uns jetzt hier noch was mitgebracht. Kannst du mal erklären, was es mit diesem Domino-Kissen hier auf sich hat? Domino-Kissen habe ich schon vor 13 Jahren zu Weihnachten bekommen und das ist einfach bei jedem Event, wo ich dabei bin, mit dabei. Es war schon beim letzten Event in Österreich hier mit dabei und ist auch dieses Mal wieder mit dabei und es ist inoffiziell eigentlich unser Maskottchen. Jetzt noch eine Frage zu dem Event hier. Der Freitagabend kommt immer näher. Was denkst du, werden wir fertig bis Freitagabend 20 Uhr zum Falldown? Auf jeden Fall, da bin ich sehr optimistisch. Wir sind sehr gut im Zeitplan und es klappt. Und was denkst du, wie viele Steine werden fallen? Ja, 150.000 natürlich. Jetzt bin ich hier beim Alex, der dabei ist, dieses Feld hier zu bauen. Alex, kannst du mal erklären, was an diesem Feld so besonders ist? Es wird hier mit besonderen Steinen gearbeitet. Also ich baue hier mit Color Change Steinen, das heißt, wenn das Feld umfällt, so schaut es jetzt schwarz aus, aber wenn das Feld umfällt, wird es auf einmal färbig und man erkennt dann das Smartphone. Und wie lange baust du jetzt schon an dem Feld? Seit gestern Nachmittag, da habe ich begonnen. Und wie gefällt es dir hier beim TDT und bist du zufrieden mit dem Team dieses Jahr? Ja, also mir gefällt sehr, sehr gut hier und das Team hat sich ja ordentlich vergrößert und das finde ich echt super, jetzt geht alles schnell voran und trotzdem noch ein starkes Team. Wie lange bist du denn schon dabei? Das ist ja nicht dein erstes Event hier. Ja, also ich bin altes Urgestein, ich bin schon seit Anfang an dabei. Jetzt bin ich hier bei Daniel, der hier gerade an einem ganz besonderen Feld baut. Daniel, ich sehe hier ist so ein Loch in deinem Feld. Was passiert da denn gerade? Ja, das ist die Waschmaschine und innerhalb des Feldes ist ein Loch, weil da dann später eine Spirale hineingebaut werden wird. Die dann die Waschmaschine darstellen sollen. Ja. Und du bist jetzt hier ja nicht nur fürs Bauen zuständig, sondern du warst auch schon im Vorfeld an den Planungen beteiligt. Was waren da denn deine Aufgaben und was hast du im Vorfeld schon gemacht für dieses Event hier? Also ich habe mich primär auf Werbung und auf Sponsorensuche konzentriert. Da war ich vor allem sehr beteiligt, aber ich war auch in der Koordination zwischen Direktorinnen der Schule, Schulwart und den Klassen, die uns unterstützt haben bei diesem Event, zuständig. Und wie ist dein Eindruck bisher hier von der Halle? Funktioniert alles mit den Absprachen? Wie ist die Halle geeignet für ein Domino-Event hier? Ja, die Halle ist topmodern. Ich kenne sie ja jetzt schon seit 2 Jahren, da ich auf diese Schule gehe. Ja, einen richtigen Kritikpunkt an der Halle hätte ich nicht und ich denke, dass wir, wenn wir die Halle bekommen, auch in den nächsten Jahren wieder zurückkommen werden. Es ist hier auch durchaus noch Potenzial für sehr viel mehr Steine, also darf man sich sicher auf die nächsten Jahre freuen. Donnerstags war Besuchernachmittag bei uns und wir haben uns die Chance nicht nehmen lassen, auch Domino-Begeisterte zu interviewen. Deswegen gebe ich wieder an Samuel, der jemanden vor dem Mikro hat. Sie beide sind jetzt gerade von Ihrer Führung durch die Halle zurückgekommen. Wie hat es Ihnen denn gefallen und was haben Sie alles gesehen hier? Ja, gesehen haben wir viel. Es hat uns sehr gut gefallen. Wir haben erfahren, dass da weit über 100.000 Steine aufgestellt wurden seit Sonntag, dass das Rekord bedeuten soll. Wir kennen an sich den Domino Day vom Fernsehen, den, sage ich jetzt einmal, großen internationalen. Und ich weiß eigentlich erst seit heute, dass es auch hier in Österreich einen gibt, dass hier die Gruppe eigentlich schon über Jahre weg hier tätig ist und ich finde das eine sehr, sehr gute Aktion. Und wie sind Sie denn darauf aufmerksam geworden? Weil Sie sagen, Sie haben es erst heute erfahren. Wie
erfährt man von sowas hier? Ja, indem man eine Frau, die sich für sowas interessiert auch, also die hat mir heute einen Zettel gezeigt und gesagt, da gibt es hinter den Kulissen Domino-Team, morgen am Abend geht's los. Und da haben wir dann kurz entschlossen gesagt, das schauen wir uns an. Und was waren so deine ersten Gedanken, als du hier durchgelaufen bist? Wie hat es dir gefallen, was hier so steht? Also mir hat es sehr gut gefallen. Und es gibt auch sehr viele große Dinge. Okay, durftet ihr auch selber ein paar Steine stellen oder haben Sie sich das lieber angeschaut so? Also wir haben es uns angeschaut, wurden immer wieder darauf hingewiesen, dass wir uns vorsichtig bewegen sollen, dass wir nicht zu früh das ganze Ding auslösen. Wir haben jetzt keine Steine aufgestellt, aber wir haben gesehen, dass das wahrscheinlich Arbeit ist, die man sehr, sehr sorgfältig machen muss und vorsichtig sein muss. Würde man hinkriegen, aber ich weiß nicht, ob man sich so viele Stunden, wie ihr da gebaut habt, man sich wirklich konzentrieren kann. Das ist eine ganz tolle Leistung. Und denkst du, könntest du dir vorstellen, sowas auch mal selber zu machen? Vielleicht, wenn du noch ein bisschen älter wirst, auch mal hier vielleicht sogar mitzubauen? Also vorstellen könnte ich es mir schon, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, die Steine nicht dauernd umzuhauen. Aber ja. Naja, das ist Übungssache, das wirst du sicher auch hinkriegen. Werden Sie auch morgen Abend hier zum Falldown kommen und sich das Ganze anschauen, wie es umfällt? Ich persönlich kann leider nicht kommen, ich habe einen anderen Termin, aber ich gehe davon aus, dass der Lukas hier sein wird. Er wird sich das sicher anschauen. Okay, und du bist sicher auch dann schon gespannt auf morgen, oder? Was denkst du, wie wird das Ganze hier, wenn das umfällt? Also es wird sicher sehr spannend. Okay, dann sehen wir uns vielleicht morgen nochmal und ich bedanke mich für das Interview. Gerne, ich wünsche euch alles Gute, dass auch wirklich jeder Stein fällt. Dankeschön. Gerne. Weil wir leider keine Films produzieren, müssen wir auch heute wieder die 5 besten Fotos der letzten 2 Tage zeigen. Kurz vor Drehschluss ist uns dann doch noch etwas umgefallen und wir würden euch das entstandene Material gerne zeigen. Das kann man auch so rausnehmen. Und auch heute werde ich wieder genau auf die Kommentare der letzten Folge eingehen. Linox5324 hat uns geschrieben: Hab eine Frage, wird der Falldown live gezeigt, also im Fernsehen oder so? Nein, der Falldown wird im Fernsehen nicht live gezeigt werden. Allerdings wird morgen, Freitag am Falldown-Tag, der ORF vorbeikommen und einen Bericht über uns machen. Allerdings wissen wir noch nicht, wann er gezeigt wird und ob wir dieses Material auf YouTube hochladen dürfen. Mr. Hoey hat uns geschrieben: Hey, cooles Video, macht ihr auch einen Weltrekord wie die längste Wall oder so? Erst einmal danke für den Lob. Und nein, wir planen nicht einen Weltrekord zu brechen, allerdings mal schauen, was die nächsten Monate oder Jahre so bringen. Domino hat uns geschrieben: Hey, cooles Video. Ich weiß auch nicht warum, aber es hat mir wesentlich besser gefallen als die erste Folge. Kommt heute noch Teil 3? Erstmal Gruß nach Deutschland und danke für euer Lob und es freut uns, dass ihr eine Verbesserung zwischen den Folgen seht und dass sie euch jetzt noch besser gefällt. Also die Folge 3 erscheint heute Donnerstag und die nächste Folge erscheint dann wirklich erst eine Woche nach dem Falldown. Morley Domino wrote us: How did you get the hole? Diese Halle wurde vor rund 2 Jahren gebaut und gehört den angrenzenden Schulen, der HLW Tulln und dem Gymnasium Tulln. Und dadurch, dass wir diese Schule besuchen, haben wir versucht, diese Halle in einer schulbezogenen Veranstaltung zu bekommen. Deswegen wird TDT 2013 auch als eine schulbezogene Veranstaltung geführt. Tim Domino schrieb uns: Hey, coole Folge! Ich finde besonders die Kameraführung sehr ansprechend und wie im Fernsehen. Was macht ihr eigentlich, um euch zu trösten, wenn mal etwas wie heute die Fallwall umgefallen ist? Also lieber Tim, das ist leicht zu beantworten. Viel Schokolade und das war's dann auch schon wieder. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Also ich persönlich, wenn mir etwas umfällt, muss ich erst mal 10 Minuten vom Projekt wegsetzen und dann arbeite ich daran weiter. Aber ich denke, jeder Dominobauer muss seine eigene Strategie finden, wie er mit sowas umgeht. Spanish Domino fans wrote us: Hey team, a question. How many people do you think will come to the hall to watch the fall down? Good luck. Erst einmal liebe Grüße nach Spanien und danke für die Frage. Also wir hatten die letzten Jahre ca. 200 Besucher und weil wir jetzt in einer noch größeren Halle sind und unser Marketing noch optimiert haben, hoffen wir auf noch mehr Zuschauer und 300 bis 400 wäre schon eine schöne Sache.
Sender Movies One wrote us. Awesome, do you have sponsors or did you pay all the dominoes by yourself? Also ja, wir haben Sponsoren, die teilweise die Kosten übernehmen, allerdings ist ein großer Teil der Dominosteine auch selbst finanziert. Das war's auch schon wieder mit der dritten Ausgabe von TDT TV. Warte, ich komm schon! Also wie ihr seht, die Halle ist schon für Freitag vorbereitet und wir warten alle nur mehr auf den Fold-Down-Tag. Und jetzt wäre es dann auch schon wieder mit der Folge, aber wir müssen noch einen großen Dank an euch aussprechen. Wir haben heute in der Früh unsere 1000 Abonnenten-Marke geknackt und circa 2 Wochen nach dem Fold-Down wird das Special dazu online kommen. Vielen Dank dafür. Aber das war jetzt wirklich mit dieser Folge und hoffentlich sehen wir uns dann am Sonntag beim Fold-Down. Servus!